Und es ist wieder Mittwoch und es ist schon wieder 20:20 Uhr und es ist natürlich auch Cointalk-Zeit. Und heute habe ich zu Gast bei mir den Jens Manfred Scholz und er wird mit uns über ein total spannendes Thema sprechen, nämlich über Dollar Cost Average. Also das ist jetzt so erstmal, ich könnte es jetzt erstmal eine Viertelstunde lang erklären, was das bedeutet, aber ich glaube, dafür ist die Sendung da. Fakt ist aber, wenn man sich genau mit diesem Effekt auskennt, dann kann man nämlich richtig Geld mit dem Thema machen. Und dafür ist es ja da, dass wir wissen, wie funktioniert das eigentlich, dass man mal richtig Geld macht mit Krypto und wie machen die anderen das und wie haben die das geschafft und was mache ich möglicherweise falsch. Und toll, dass du da bist, Jens. Ich freue mich auch. Recht herzlichen Dank für die Einladung und soweit ich kann, gebe ich gerne all mein Wissen breit. Genau, ich möchte es auch noch mal kurz mitteilen. Also Jens ist tatsächlich sehr vertraut mit dem Thema Krypto schon seit vielen Jahren. Ja. Er ist ein richtig echter, überzeugter Kryptorianer, so Ja. mit Leib und Seele, der kennt sich aus, der weiß Bescheid. Wie viele Jahre beobachtest du den Markt jetzt? Ja, ich denke mal, das sind bestimmt 6, 7 Jahre, wo ich dabei bin. Genau. Ja. Und wenn ich jetzt erzählen würde, was er sich schon alles gekauft hat von den Kryptogewinnen, das werde ich nicht machen, weil es ist ein bisschen indiskret. Es ist ganz angenehm, wenn man das so machen kann, keine Schulden mehr hat. Und ich habe auch heute, glaube ich, gelesen, dass in dem Bereich der Angestellten jetzt die größte Anzahl an Kündigungen ist, weil die Menschen mit Krypto ihr Geld verdienen und nicht mehr im Angestelltenverhältnis sein wollen. Das Ach, ist nein. sehr, sehr überraschend gewesen. Heute ein ganz frischer Artikel. Ach, da sollte man fast noch mal drüber reden. Wie Ja. spannend, Ja. wie aufregend. Ja. Ja, kann ich aber auch irgendwo nachvollziehen. Das ist ja, man kann ja wirklich, es ist ja irre. Und heute werden wir auch darüber reden, was die Voraussetzung dafür ist. Denn letzten Endes, ich glaube, mit dem Wissen von heute kann man der Millionär von morgen werden, wenn man es richtig anwendet. Aber es ist Krypto, das heißt, es gibt keine Garantien, es kann sich in alle Richtungen entwickeln, aber es gibt nichts, was die Power hat aktuell. Also es gibt ja nichts, der Goldpreis wird sich nicht in dieser Geschwindigkeit verändern wie Krypto in den letzten 10 Jahren. Immobilien werden nicht sich so Nein. verändern wie Krypto in den letzten Jahren. Es Nein. gibt Unternehmen nicht, also es gibt tatsächlich Aktien nicht, es gibt keine einzige Chance, mit so wenig Einsatz so viel zu erreichen. Das war bei dir ja auch tatsächlich die Geschichte gewesen. Und heute bist du ja auch zusätzlich noch Supporter, wenn ich so sagen darf, für den Yucca-Coin. Das heißt also, viele Menschen, die zum Beispiel beim Yucca-Coin Fragen haben, die können sich an dich wenden und sagen, hier, was ist denn da, wie funktioniert das oder Ja. wie richte ich mir ein Wallet ein, wie komme ich da durch den Prozess und sowas. Großartiger Ansprechpartner dafür. Danke. Und ich finde es halt wirklich toll, also diese Herz und Liebe und man kann dich echt immer zu allem fragen, das liebe ich immer so. Man weiß immer irgendwie Bescheid, so wie mache ich denn dies so, und wo ich mir da so denke, Jens fragen, wenn es Krypto, Jens fragen. Ja. Danke. Ja, das ist auch tatsächlich so. Wenn man 6 Jahre im Business, in Anführungsstrichen, im Business ist und jeden Tag die Informationen verfolgt, die es auf allen möglichen Kanälen gibt und das dann zuordnen kann, das ist schon gut. Und das gebe ich gerne weiter, weil eben andere dieses Wissen sich nicht aneignen wollen oder können. Und wenn dann Fragen kommen, man kann nur helfen. Ist ja auch ganz wichtig, weil letztendlich ist es ja auch eine Branche, die lebt ja davon. Wenn keiner Bescheid weiß, wenn sich keiner auskennt, dann wird es nicht genutzt, dann ist Krypto ein Nischenprodukt und je mehr es nutzen, je mehr sich damit beschäftigen, desto höher steigt ja auch der Kurs von allen Coins, also übergreifend. Und das ist ja, glaube ich, das Entscheidende dabei. Das ist richtig. Also je mehr darüber gesprochen wird, desto höher wird vermutlich der Kurs steigen. Da sind noch andere Sachen mit, die bedacht werden müssen. Man darf es aber auch nicht überbewerten, denn man muss wissen, was man tut. Es gibt Coins, die von einem einzelnen Milliardär gepusht werden. Der sagt einfach, der liebe Elon, ich kaufe mir jetzt Shiba Inu beispielsweise und der Kurs steigt um 1000%. Das ist eine gute Geschichte. Jeder, der da mitgemacht hat, hat viel gewonnen. Aber andersrum, wenn er dann sagt, ach, ich habe keine Lust mehr darauf, dann fällt so ein Kurs auch sofort wieder ins Bodenlose und ich als Laie habe alles verloren. Ja. Das muss man wissen. Ja. Aber da könntest du, ich glaube, also ich hoffe, dass uns das gelingt, den Jens noch in ganz viele Cointalk-Sendungen einzuladen. Also ich habe großen Spaß dran. Er ist ja nicht so gerade der Typ, der unbedingt vor die Kamera will, leider. Ja. Aber so ist das manchmal. Aber heute ist er da. Also lass uns doch einfach mal ins Thema gucken. Dollar Cost Average sehe ich auf dem Bildschirm schon. Das heißt also, da kommt jetzt irgendwas extrem Spannendes, wenn ich das richtig sehe. Ich weiß nicht, ob das spannend ist.
Also ich mag das insofern, weil ich habe ja hier auch Ja. nochmal so dieses Thema Ja. mit den Tomaten aufgeschrieben, Ja. also wo es dann und das war für mich, also ich möchte das nochmal so vielleicht nochmal kurz vorgreifen, damals, als ich mich das erste Mal so mit Finanzthemen beschäftigt habe, glücklicherweise war ich damals schon 19 Jahre alt und durfte mich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Und da gab es den Coast-Average-Effekt auf irgendeinem Seminar, das ich Ja. damals besucht habe. Und das war für mich also alleine, weil wenn man das mal durchgeht, wenn man sich Ja. das mal anguckt, ist es immer so wie Zauberei. So, du denkst so, hä? Und dann rechnest du 4-mal nach und denkst, hä? Ja, Und dann drehst du die Zahl nochmal und kommst wieder auf den Punkt und denkst, hä? Was ist das? Was ist das? Wieso funktioniert das so? Ja, weiß nicht, ist Mathematik, funktioniert so, fertig aus. Und wenn du es für dich anwendest, machst du Geld damit. So einfach ist das. Und Genau. das hat mich damals so fasziniert. Ja, das ist richtig. Wir kommen da ganz gleich zu, denn letztendlich betrifft das ja alles, was wir im Leben haben. Der Dollar Cost Average spricht also von Kosten, von Dollar, von Durchschnitt. Und das kann man ja auf alles anwenden. Ja. Wenn ich beispielsweise frage, möchte ich Tomaten haben? Oder möchte ich Tulpen kaufen? Möchte ich Krypto kaufen? Ganz egal was. Dann ist die Frage, wann muss ich kaufen, um das Maximum zu bekommen? Diese Genau. Frage stellt sich eigentlich jeder, der irgendwas kaufen will. Das ist die Oma zu Hause, die am Wochenende einkaufen geht. Das ist der junge Hippie, der Geld anlegen will. Diese Frage stellt sich schlichtweg jeder. Und ich glaube, da werden auch die meisten Fehler gemacht, zumindest so aus der Erfahrung heraus. Ist es ja so, da können wir uns gerne auch mal eine Kurve dazu anschauen. Nämlich viele Menschen haben so dieses Bedürfnis, so es steigt etwas im Kurs. Sie sehen das. Also die Ja. gucken nur drauf und beobachten immer nur den Kurs, wo Ja. der dran ist. Und dann sagen die sich, okay, der geht höher, der geht höher, der geht höher, der geht Ja. höher, der geht höher. Oh, jetzt kaufe ich aber, jetzt geht es Ja. aber los. So, das heißt, wir haben hier angefangen, da Ja. bin ich angekommen und jetzt wird gekauft. Und dann geht der höher, 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 höher. Ja. Und dann überlegt er sich, ja, vielleicht, ne, was mache ich denn jetzt, verkaufe ich? Kommen wir gleich drauf. Ja? Genau, das ist ein Hast- ganz wichtiger Punkt ist das. Ja. Genau, und dann ganz viele, dann geht der plötzlich nach unten, nach unten, nach unten, nach unten und plötzlich denke ich so, oh Gott, der wird immer weniger wert. Und wenn Ja. er ganz weit unten ist, wenn er gefühlt meinen Tiefpunkt erreicht hat, Ja. dann verkaufe ich Ja. sofort mal alles. Und das nennt sich Verluste realisieren. Ja. Und das ist aber tatsächlich das Absurde, dass man exakt konträr handeln muss, Ja. letztendlich. Aber das Ja. ist, glaube ich, auch Teil des Cost-Average-Effektes. Und das ist das, womit sich die meisten Menschen so schwer tun, weil sie dann immer wieder echt so in diesem Fokus sind und nachher dann sagen, das funktioniert alles nicht, ich habe da ein Vermögen mit verloren. Nein, und es gibt einen Grundsatz, der besagt, den Verlust, den machst du erst, wenn du verkaufst, vorher nicht. Und das ist, glaube ich, eine ganz wesentliche Grundregel, die man wirklich kennen muss. Ja, das ist eine Grundregel. Aber wir sind ja noch eigentlich bei dem Punkt, wann kaufe ich denn? Ja, wann kaufe ich denn? Und das ist jetzt immer die Frage, die viele Leute sich stellen. Kaufe ich jetzt, wie du das eben sagtest, jetzt kaufe ich, weil ich den Kurs sehe, oder kaufe ich in 4 Minuten, in 2 Tagen oder in 3 Monaten? Wann mache ich das? Wann würdest du das machen? Jetzt. Jetzt. Okay. Wenn du jetzt kaufen willst, stellt sich doch aber die Frage, kriege ich es nicht preiswerter irgendwo anders? Oh, Das ist, die Frage stellt sich durchaus. oder kriege ich nicht vielleicht sogar mehr? Ja. Ich könnte ja für das gleiche Geld irgendwie das Dreifache kriegen. Also ich habe da so einen Zwiespalt. Wenn ich etwas haben will, was mache ich? So, und da muss man jetzt einfach mal auch so vielleicht ein bisschen unterscheiden. Dieser Dollar-Cost-Average-Effekt zielt eigentlich auf das Finanzwesen ab. Denn wenn Lieschen Müller einkaufen geht, dann ist es der vollkommen egal, ob sie ein Special Offer nimmt oder ob sie einen überteuerten Preis nimmt. Weil sie kauft ja ein, weil sie es jetzt braucht. Jetzt braucht sie Tomaten. Ist so, ja. Jetzt braucht sie die Wurst zum Grillen. Und dann ist alles egal. Es gibt das Sonderangebot, am Wochenende vielleicht, in irgendwelchen Blättchen. Und dann gehe ich bei
normalen Lebensmitteln beispielsweise, dann gehe ich einkaufen, weil ich es brauche. Die Frage ist aber, bei der Anlage, kaufe ich zum Tiefstpreis oder kaufe ich zum Höchstpreis oder kaufe ich irgendwo zwischendurch? Ja, das ist die Frage. Okay, Das weiß man ja vorher nicht. Das ist ja das Problem dabei. Ach, du hast die Das Glaskugel. stimmt. Du hast die Glaskugel da. ich habe die Glaskugel Aber da. da hast du durchgestrichen. Ich habe sie durchgestrichen. Wir Aber können, hast du jetzt dein Vermögen gemacht mit oder ohne Glaskugel? nee, ich hatte damals auch keine Glaskugel. Okay, gut, nee, wollte ich nur wissen. Überleg mal, der Bitcoin hat angefangen mit seiner Zeit mit Centbeträgen und 2 Pizzen haben einmal 10.000 Bitcoin gekostet. Das ist ja eine uralte Geschichte. 10.000 Ich hab die Bitcoin, so heute so bei oft- 50.000 Euro. Alter, Die Pizzen ey. müssen super schmecken oder geschmeckt Wahnsinn. haben. Ja, irre. Ja, Sensation. ja. Also es gibt keine Glaskugel und niemand wird sagen können, kaufe jetzt oder Ja. verkaufe jetzt. Das gibt es nicht. Ja, das stimmt. Also, was machen wir? Genau. Wir können auf YouTube gehen, können uns viele Experten anhören, die sagen, der Kurs steigt, der Kurs fällt, es gibt Indikatoren, man kann da vieles machen. Da kann man auch mal irgendwann drauf eingehen. Wenn man traden kann, kann man dort auch Gewinne realisieren, selbstverständlich. Man muss das aber können und sollte sein Geld nicht irgendwelchen fremden Leuten überlassen. Ja, ich hatte schon viele Trader in der Sendung gehabt. Das ist ein Thema, das ist wirklich ein Thema für sich, weil es ist eine Lebensentscheidung. Also das haben die mir auch gesagt. Das Ja. ist eine Entscheidung für das Leben. Man Ja. wird das Leben in der Form nicht weiterleben können, wie man es bisher getan hat. Ja. Denn das heißt, nachts um 2, um 4, 24 Stunden am Tag, Ja. 7 Tage die Woche muss man den Fokus drauf halten, weil hat man den nicht, kann an einem Tag alles abrauschen, was man sich über 3 Jahre aufgebaut hat. Und von daher ist das schon eine Nummer für sich. Also Traden Genau. muss man der Typ für sein. Gibt ja Leute, die haben Spaß dran. Gibt Leute, die sind den ganzen Tag auf Facebook drauf. Dann kann man auch nebenher noch traden. Also Ja. letztendlich. Und auch das werden wir gleich noch besprechen. Also ich kann alles verlieren. Das muss man im Hinterkopf haben. Die Frage ist also, was ist mein Ziel? Bei Verbrauchsgütern ist es einfach, wir haben es eben schon gesagt, ich kaufe, wenn ich es brauche. Ja. Bei Anlagegütern ist es anders oder sollte es anders sein. Wir haben eben gesagt, man könnte traden, man macht irgendwas dauerhaft immer wieder. Oder aber ich gehe komplett anders vor. Und zwar kann ich ja rein theoretisch immer wieder kaufen. Ich kann jetzt kaufen, ich kann in 2 Wochen kaufen, ich kann in 4 Wochen kaufen. So. Und dann muss ich halt überlegen, muss ich immer zum Höchstpreis kaufen, den ich ja gar nicht kenne? Oder muss ich immer zum Tiefstpreis kaufen, den ich ja auch nicht kenne? Tja. Oder lehne ich mich entspannt zurück und sage, ich kaufe einfach jeden Monat etwas? Ja. Gucken wir uns doch mal an. Ich meine, können wir mal rechnen, ne? Ja, das können wir gleich mal so ein bisschen rechnen vielleicht. Ja. Aber es ist letztendlich auch das, was die Bank ja von uns will. Wenn ich zur Volksbank, Deutschen Bank, Sparkasse, wohin auch immer gehe, dann möchte die ja auch, dass ich spare, regelmäßig spare. Und um das Gleiche geht es hier bei Krypto letztendlich auch. Ich nehme mal eine andere Folie. Wir sehen hier einen kleinen Chartverlauf drauf. Und wir sehen ein Hoch und Runter. Ja, klassisch. Klassisch. Wenn ich jetzt zu einem festen Zeitpunkt kaufe, dann kaufe ich einmal das Hoch, einmal die Mitte, einmal das Tief. Wird so sein, ja. Und über die Zeit gerechnet wird sich daraus natürlich ein Durchschnitt errechnen. Das ist dann der Cost Average, der Kostendurchschnitt. Der Kostendurchschnitt. Okay. Das heißt, ob ich nun den Bitcoin bei 50.000 Euro kaufe oder auf das nächste Tief bei 20.000 warte, ist vollkommen egal. Lass uns doch einmal das Hoch kaufen bei 50, einmal bei 20. Das sind 2 Käufe und ich habe einen mittleren Preis von 35. Das ist ganz simpel das einfache Geschehen.
Als Beispiel. Wir könnten sagen, dass jemand in einer Einmalzahlung 10.000 Euro investiert hat, beispielsweise in den Yucca. Und der wurde einfach mal ausgegeben für 2 Cent. So als fiktive Annahme. Ja. Dann sind 10.000 Euro 500.000 Coins. Okay. Ja. Einfach. Immerhin eine halbe Million. Schon mal gut. Immerhin eine halbe Million Coins. Jetzt ist ein Jahr vergangen und der Coinpreis ist, warum auch immer, gefallen. Passiert nun mal oft. Ja, Ja. fast immer. Jetzt hat der Preis des Yucca nur noch 0,0015. Das heißt, meine 10.000 Euro haben sich letztendlich pulverisiert auf 750 Euro. Traurig aber wahr, aber es ist die Regel. Also es ist keine Ausnahme, sondern es ist tatsächlich immer, das kann man sich, glaube ich, bei fast allen Coins angucken, es ist immer der gleiche Weg. Am ICO geht es nochmal schön hoch und dann erstmal nach unten und dann geht die Reise erst los. Und dann geht die Reise los. Wer also jetzt am Anfang sieht, ich habe verloren, bei einem Einmal-Invest, der schreibt sein Einmal-Invest ab und hat seine 10.000 Euro ein für alle Mal verloren. Der sagt, ich verkaufe das, ich verschenke das, ich lösche das Wallet, alles ist weg. Und das ist wieder das Thema von, ich realisiere an dieser Stelle im Verkauf den Verlust. Ja, Wenn ich nicht verkaufe, realisiere ich keinen Verlust. So einfach ist es. genau. Ich lasse das liegen und alles ist gut. Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Information, weil ich weiß, dass ganz viele Menschen sich genau damit richtig schwer tun und immer denken, oh mein Gott, also genauso wie du es gerade sagst, 10.000 Euro, nachher sind es eigentlich nur noch 700, jetzt haue ich es raus, damit ich nicht noch mehr Verlust mache. Ja. Und dann habe ich wenigstens die 700. Das ist eine ganz furchtbare Milchmädchenrechnung unterm Strich. Ich meine, also jeder muss die Entscheidung für sich selber treffen, aber ich würde dann sagen, komm, da kommt es jetzt auch nicht mehr drauf an, das lass mal schön liegen, weil lieber dafür sorgen, dass der Coin sich weiterentwickelt und ich über den Ursprungspreis wieder rüberkomme. Und das passiert ja auch wieder bei vielen Coins. Ja. Und es ist immer nur die Zeitfrage, es ist immer das gleiche Spiel. Es ist immer die Zeitfrage, weil ich habe das Geld einmal investiert und zu dem Zeitpunkt wusste ich, es kann verloren sein. Und wenn ich es innerlich für mich vermerke, es ist gespart und es liegt irgendwo, dann lasse ich es liegen. Und nach einer bestimmten Zeit erreiche ich halt wieder diese 2 Cent Ausgabepreis und dann bin ich halt wieder bei plus minus null. Genau, super Sache. Und übrigens, jeder Ökonom sagt einem auch, jeder wirklich Finanzberater, der sich auskennt, sagt, auch mit dem Thema Krypto sollte man umgehen wie mit Aktien. Die sollte ich in die Schublade schmeißen, in den Safe liegen lassen, Ende aus, das war's. Fertig. Und dann zum gegebenen Zeitpunkt, dann kann ich wieder darauf zurückgreifen, weil dieses kurzfristige Denken einfach, wenn ich so kurzfristig denke, dann sollte ich mich von diesem Thema absolut fernhalten. Ja. Oder ich bin Trader. Okay, ich habe es vorhin gesagt. Also einige denken, sie werden von heute auf morgen sofort Millionär. Ich investiere 500 Euro, 100 Euro, 1000 Euro in diesen Shiba Inu Coin. Der steigt um 600%. Ich bin sofort Millionär. Ich kann es aber auch sofort wieder verlieren, nur weil der Markt letztendlich ja manipuliert worden ist. Vor allen Dingen, weil dann ja auch viele sagen, oh, jetzt verkaufe ich vielleicht mal. Und dann, du hast nicht aufgepasst 2 Tage und dann war es das wieder mit dem Traum von der Million. Ja, das darf man nicht machen. Ja. Also man kann davon ausgehen, irgendwann kommen diese 2 Cent wieder und dann bin ich plus minus null und ich habe meine Coins und alles ist gut. Gut, aber du gehst ja noch weiter, das ist ja noch nicht alles, ne? Es geht noch weiter. Ich könnte ja auch sagen, ich habe nicht 10.000 investiert, sondern ich möchte 10.000 investieren. Dann investiere ich 5.000 meinetwegen jetzt sofort, kriege für diese 5.000 bei 2 Cent einen bestimmten Betrag, 250.000 Yucca, und investiere dann in bestimmten Zeitabständen einfach regelmäßig Geld hinterher, nämlich 5-mal 1.000 Euro. Das heißt, ich habe nach 2 Jahren vielleicht auch 10.000 Euro investiert, aber wie man jetzt sehen kann, habe ich einmal auf dem Bildschirm für einen halben Cent gekauft, einmal für 0,015 Euro, für 0,03 Euro
für 0,09 Euro. Vollkommen egal, welchen Wert ich nehme. Ich kriege aber 1,693 Millionen Euro für die zweite Hälfte meines Investes. Du meinst Millionen Euro oder? Millionen Yucca, Yucca. Entschuldigung. Okay. Ich habe Hätte ich auch genommen, aber okay. Ja, kommen wir vielleicht noch hin gleich. Ja, das ist Wir haben spannend. vorher also für 5.000 Euro 250.000 Yucca bekommen, weil das ja unsere Idee war. Und jetzt, durch das Nachkaufen in periodischen Abständen, kriege ich plötzlich 1,6 Millionen dazu. Deutlich mehr, als ich vorher gehabt habe. Unglaublich, ja. Aber es ist Mathematik. Genau. Wieder mal nur Mathematik. Und wenn ich jetzt beide Beträge zusammenrechne, 1,693 Millionen Yucca plus 250.000 Yucca und dann wieder meine 10.000 Euro nehme, die ich investiert habe, dann bin ich nicht mehr wie im ersten Beispiel bei 2 Cent im Einkauf, sondern ich bin plötzlich bei einem Preis von 0,059 Euro. Cent. Und das ist das Entscheidende, weil letzten Endes jeder, der sich auskennt im Business, jeder Unternehmer weiß, der Gewinn liegt im Einkauf. Das heißt, wirklich wichtig ist immer der Einkaufspreis. Das ist da dreht sich so derartig viel drum. Ja. Das ist das Geheimnis von reichen Menschen, ist, weil die wissen, den Einkaufspreis zu bestimmen und zu verändern. Ja. Und hier hast du uns jetzt eine einfache Formel gezeigt, wie ich tatsächlich in der Lage bin, den Einkaufspreis durch eigene Handlung von 0,2 Cent auf 0,075 Cent runter zu reduzieren. Ja. Und das ist schon unglaublich. Also das ist ein extremer Hebel. Es ist exakt der gleiche Betrag, den ich investiert habe. Und ich habe ein deutliches Mehr an Coins. Ja, großartig. Ich meine, du hast das Beispiel mal irgendwann erzählt mit den Tomaten, wenn ich auf den Wochenmarkt gehe. Ja, Das ich liebe dieses Beispiel. Ich gehe es auch gerne nochmal durch, weil das, was wir jetzt hier gehört haben, das gucken wir uns vielleicht nochmal in total vereinfachter, rudimentärer Einstellung. Aber das hat mich total fasziniert seinerzeit damals. Also es gibt ja so, ne, ich sag mal so den Mr. Geiz und Knauser, ja, der so sagt, ich gucke immer genau, wie der Preis liegt und ich kaufe immer möglichst günstig ein und da rechne ich mal ganz schön und sowas. Und dann gibt es halt so Leute, die dann einfach sagen, weißt du was, ich kaufe einfach immer zum gleichen Betrag ein und gut ist es. Ja. So, ganz einfach. Das heißt also, wir haben den einen, der jetzt im Frühling kauft, dann liegt der Kilopreis bei 1,50 Euro, im Sommer bei 1 Euro, im Herbst wieder bei 1,50 Euro und im Winter sogar bei 3 Euro. So, der eine kauft also immer 1 Kilo ein und sagt, wunderbar, dann zahlt er da mal 1,50 Euro für, 1 Euro, 1,50 und dann wieder 3 Euro. Und der andere, der jetzt sagt, Mensch, ich bin aber ganz schlau, ich lasse mich davon nicht beirren von dem Preis. Ich lasse mich nicht beirren. Und das ist das, was du ja eingangs auch sagtest. Ich mache mich nicht verrückt, ist der Kurs jetzt da oder da, weil ich weiß es nicht. Ich weiß es einfach nicht. Punkt aus. Und das heißt also, ich kann nur schlau und smart entscheiden. Und jetzt gucken wir uns mal die zweite Rechnung an. Das heißt, der zweite, der gibt eben 1,50 Euro aus und kauft für 1,50 Euro Tomaten. Das heißt, der kriegt dann im Frühling 1 Kilo dafür. Der kriegt dann im Sommer 1,5 Kilo dafür. Da kann er ein bisschen mehr essen. Im Herbst bekommt er 1 Kilo dafür und dann ein halbes Kilo bekommt er im Winter. Und jetzt wird es spannend, nämlich die Zusammenrechnung dessen. Und das ist, also du kannst es 3, 5, 6 Mal nachrechnen. Mich hat das damals total so, ich habe gedacht, das kann doch, wie geht das? Aber es ist Mathematik. Das heißt also, der super knauserige und Handelfuchs, der ist also jetzt tatsächlich drauf gekommen und hat 4 Kilo Tomaten für 7 Euro erworben. Und der andere, der gesagt hat, Mensch, ich mache immer den gleichen Preis, der hat auch 4 Kilo erworben. Aber eben halt für 6 Euro tatsächlich. Und das bedeutet, der Durchschnittspreis bei dem Knauserigen, bei dem Fuchs, der immer geguckt hat, der zahlt 1,75 Euro im Durchschnitt, während der andere bummelige 1,50 dafür bezahlt, für exakt die gleiche Leistung. Ja. Und das ist, ich liebe diese Rechnung und letztendlich, wofür ich sie auch so schön finde, ist auch, dass man einfach mal sagt, weißt du, warum investiere ich nicht Monat für Monat einfach mal auf einen Coin? Ich nehme einfach immer, ich mache mich nicht verrückt, wo die Kurse stehen, sondern ich nehme mir einen Coin raus, der gut steht. Gut heißt im Sinne von, ich kann ihn gut einkaufen. Ja. Und dann sage ich einfach, ich mache jetzt monatlich 100 Euro, 50 Euro, 250 Euro, was man so erübrigen kann und geht halt immer weiter vor. Und dann wird man diesen Cost-Average-Effekt voll auskosten. Ja.
Zweiter Schritt, den ich natürlich noch empfehle, ist, sprich mit anderen Menschen darüber, denn je mehr das machen, desto mehr steigt dein eigener Kurs. Ist ja logisch. Das heißt, je mehr Bewegung an den Börsen stattfindet, desto besser ist das für deinen Kurs. Also mach sowas nicht alleine, weil die meisten, wir reden ja nicht über Geld. Ne? Nee. Wir reden in Deutschland. Wir reden über Coins. Wir reden nicht über Geld, auf gar keinen Fall. Nein, das machen wir nicht. Nur über Coins. Nur über Coins. Also das heißt, sprich bitte mit anderen Menschen darüber, um deinen eigenen Kurs zu beeinflussen. Das ist einfach der Trick. Ne? Ja. Also ich habe es schon erlebt, es gibt halt Leute, gerade so im Kryptomarkt, die haben investiert, die rennen rum und sagen, oh, super, mach doch mit und wie geil und guck mal, wie das sich entwickelt hat und so. Und dann gibt es andere, die haben hier und da mal einen kleinen Verlust daraus realisiert und gehen überall hin und sagen, oh, lass die Finger davon. Und von dem Coin erst recht, geh da gar nicht dran. Und sorgen dafür, dass der Kurs des eigenen Coins, vor denen sie alle anderen warnen, ins Bodenlose fällt. Anstatt, theoretisch, sie könnten ja auch, ne, wie heißt es immer so schön, die sich selbst erfüllende Prophezeiung könnten sie auch verursachen, indem man sagt, weißt du was, absolut blöder Coin, hat sich nicht so entwickelt, den musst du unbedingt haben, weil der ist jetzt ganz tief. Und dann sagt jemand, also echt jetzt? Ja, ganz tief? Ja, jetzt musst du ihn kaufen. Ja. Dann kauft er den und du guckst zu, wie dein eigener Coin steigt. Das ist das Prinzip. Das kann ein Prinzip sein und ich finde dieses Prinzip auch richtig. Aber, muss ich ein ganz großes Aber dazu tun, man muss natürlich auch von dem Coin überzeugt sein. Ja, sicher. Das Also ist es macht überhaupt keinen Sinn, einen Coin zu kaufen, den beispielsweise du jetzt erstellst. Weil du setzt dich hin, sagst, Jens, hier hast du eine Summe X, programmiere mir mal einen Coin. Dann machen wir das und dann ist der Coin halt da. Und? Nee, der muss schon. Also es muss schon ein Coin sein, der auch einen Hintergrund hat, genau, der, es muss der etwas eine Geschichte hat, es muss der etwas dahinter eine Philosophie hat. Genau. Das heißt, ich kann tatsächlich mit meinem positiven Gedanken sagen, dieser Coin ist schlecht, damit befasse ich mich nicht, weil eben nichts dahinter steht. Und ich kann genauso sagen, investiere in den Bitcoin als langfristige Wertanlage, investiere in ein Coin, in den Yucca beispielsweise, aber dann aus anderen Gründen. Den Bitcoin da rein zu investieren, ist schwierig. Wer hat schon 50.000 Euro? Ja. Und bis der sich verdoppelt und ich 100% Gewinn mache, das mag ja auch noch dauern. Erwerbe ich aber beispielsweise einen Coin, der nur 1 Cent oder weniger kostet und das Konzept dahinter überzeugt, dann ist die Wertsteigerung, die ist da, die kommt. Und zwar dann, wenn ich positiv darüber berichte. Ganz genau. Ja. Ja. So muss es laufen. Genau so muss das laufen. Tue Gutes und sprich drüber. Das ist, glaube ich, das Prinzip beim Yucca ja auch. Ganz genau. Ganz genau. Du kaufst die Yucca-Card und kriegst noch einen Baum gepflanzt und kannst damit Gutes für die Welt tun, indem halt ein Teil deines Betrages, der sowieso ja in Coins ausbezahlt wird, noch in ökologischen Projekten angelegt wird. Ich meine, Genial. gut, der Yucca hat natürlich noch mehr Vorteile, einfach dadurch, dass ihn jeder kaufen kann, ohne dass man ein Wallet braucht, sondern einfach im Online-Shop bestellen kann. Also das sind natürlich schon so Dinge, Ja. und der soll ja auch wirklich salonfähig machen. Ja. Das heißt also auch, der soll langfristig auf den ganzen ATMs laufen, Ja, auf den ja, Automaten, der soll auf Zahlungsschnittstellen sein, in Online-Shops und sowas. Das ist ja gerade auch was durch die Allianz ja im Augenblick auch nach vorne gebracht wird. Und dadurch, glaube ich, wird das möglicherweise vielleicht sogar der erste Coin, der sich wirklich so im Vergleich zu als Währung auch durchsetzt. Und Ja. wer ihn dann heute natürlich Millionen davon hat, der wird morgen natürlich da sitzen und sagen, ja, mir geht's gut. Ja, Spekulation, ganz klar. Aber wir haben ja gesagt, wer den Coin beispielsweise mal für 2 Cent erworben hat, der hat halt 10.000 Euro investiert. Und der andere, der 10.000 Euro investiert hat über einen längeren Zeitraum, der hat halt fast das 3,5-fache an Coins. So, und jetzt muss ich halt warten, dass der Coinpreis wieder steigt und lass den Coinpreis doch nur auf ein 3/4 Cent steigen. Ja. Dann ist der erste immer noch im Minus und der zweite ist im Plus. Ja. Der erste hat 10.000 investiert, ist bei 3.750 Euro jetzt angelangt beim aktuellen Wert. Und der nächste ist schon bei 12.000 Euro wert. Der hat schon einen Gewinn. Ja. Und wenn jetzt der Kurs aufgrund allem noch weiter steigt, lass es auf 1 Cent oder auf 2 Cent nur sein, auf den Ausgabekurs des Anfängers, des ersten,
Dann hat der erste sein Geld wieder raus und der zweite hat 33.000 Euro an Wert dort stehen. Gut. Also ich meine, ich kann mich jetzt nicht ganz identifizieren mit dieser Rechnung, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe natürlich Coins, die weit über dem Euro sind und davon auch eine ganze Menge mittlerweile. Das Ja. hätte man vor 3 Jahren nicht gedacht. Da war das noch so eine völlige Utopie, da hat man noch gesagt, ach Quatsch, das sind vielleicht 1-2% der Coins, wenn Ja, überhaupt, ja. die das schaffen. Jetzt gucke ich einfach mal durch die Welt und ich sehe, es sind viel, viel mehr, die da drüber gehen, die bei 5, bei Ja. 10, bei 100 Euro Ja, liegen. ja. Und das sind Durchschnittscoins, die noch nicht mal wirklich eine große Ja. Bekanntheit besitzen und so. Und da funktioniert das auch. Also sehe ich bei einem Yucca, also Nein. ich würde ihn eher vergleichen irgendwo, was ist denn, wenn er jetzt bei 1 Euro liegt, was Ja. würden wir dann haben? Oder bei 10 Euro? 10 Euro mal 1.693.000. So, da sind wir wieder bei meiner Zahl, da sind wir wieder bei 16 Millionen. Ja. So, und für 16 Millionen, davon kann man tatsächlich dann einen Teil der Coins auch wieder veräußern. Ja. Und kann sich davon eben entsprechend den zweiten Wohnsitz, die 2 Ja. Autos, die man dann braucht für den zweiten Wohnsitz und eben noch die Häuser und das Bötchen kaufen. Also passt ganz gut ins Portfolio, würde ich sagen. Ja. Und das ist etwas, was jeder auch heute noch machen kann. Also jeder kann heute sagen, ich habe zwar teuer meine ersten Coins gekauft, aber ich kann ja jederzeit nachkaufen, beim Yucca gerade jetzt für den preiswerten Kurs und halbiert sofort seinen Einstiegspreis. Schlaue Idee. Also wirklich eine richtig gute Idee und freue mich auch, dass du die hergebracht hast und Ja. dass wir darüber mal gesprochen haben, denn ich glaube, das ist für viele Menschen wirklich so ein Punkt, wo man mal sagt, so, ach, so funktioniert das. Ja. Jetzt verstehe ich es auch erst richtig und dann kann man tatsächlich noch ganz, ganz viel daraus machen. Und ich persönlich sage, wir haben keine Glaskugel, wir wissen nicht, wohin das geht, aber die Chance, die Option für so wenig Geld im Verhältnis, so viel zu erreichen, indem, dass ich nur darüber rede, dass Ja. ich darüber kommuniziere, dass ich es in die Welt trage, und dadurch Einfluss habe auf den Kurs. Ich meine, wo gibt es das denn bitte schön sonst? Also ich wüsste nicht, in welcher Branche das noch machbar ist. Ihr habt das doch in einer der letzten Sendungen auch schon erzählt. Da habt ihr mit einem Allianzpartner, glaube ich, gesprochen. Also es gibt jetzt neue Partner, die den Yucca mitpromoten. Das heißt, die Gemeinschaft derjenigen, die den Yucca halten, wird größer. Und das ist auch ein Grund, warum der Wert steigt. Je mehr Leute investieren, desto mehr Leute ihr Geld in den Yucca investieren, desto größer wird das Umsatzvolumen an den Börsen. Und wenn man mal guckt, wie viele Coins oder welche Coins auf Platz 1 bis Platz 100 in den Rankings liegen, die haben alle viel, viel Umsatz. Und je mehr Influencer, Sportvereine oder neue Partner überhaupt eintreten, desto größer wird unsere Community und desto mehr Umsatz kommt hinein und der Kurs steigt. Also wer jetzt noch investiert, ist eigentlich der Schlaufuchs. Also jetzt, Antwort lautet jetzt. Jetzt. Heute. Also ich bedanke mich ganz, ganz herzlich, dass du heute bei mir in der Sendung Ja. warst. Es war mir ein absolutes Fest und ich hoffe, wir können das auch das ein oder andere Mal wiederholen, weil es wirklich so schön ist und so klar auf den Punkt und so präzise und man dann wirklich weiß, wie es funktioniert. Also schalten Sie auch beim nächsten Mal wieder ein, Mittwoch 20:20 Uhr, alle 2 Wochen hier bei Coin Talk 21.